Hallo, ich heiße Stavros Diamantakis und ich möchte Sie recht herzlich einladen zu einem analogen Foto- und Kinospaziergang. Heute möchte ich Ihnen etwas erzählen über die Firma Contessa Nädel und zwar um die Kamera Adoro Typ 32. Es ist eine kompakte Kamera, eine Plattenkamera für Glasplatte als auch für Planfilme. Die Kamera hatte einen einfachen Auszug, das heißt, der wird einfach ausgezogen und man kann auch vertikal Fotos machen, so wie hier. Macht man eine horizontale Aufnahme, wird die Kamera so gelegt, der Sucher umgelegt und dann kann man horizontale Aufnahme machen, immer mit Hilfe von diesen Libellen. Weiters kann man durch diese U-Bügel die Optik nach links, nach rechts, nach oben und dann nach unten verschieben, so dass man verschiedenen Ungereimtheiten, sprich damals stürzende Linien und so weiter, zu entschärfen. Die Kamera hat auch einen Drahtauslöseranschluss, weil man kann die Kamera bedienen, ohne dass sie mal berührt und keine Erschütterungen erzeugt. Im Weiteren ist die Rückseite abnehmbar. Das ist zuerst einmal die Mattscheibe. Man kann einmal durch die Mattscheibe schauen, abnehmen und dann das Ganze ersetzen wie Kassetten-Edwender für Glasplatten oder für Planfilme. Das Ganze wird zugemacht, hineingeschoben, dann wird die Schutzscheibe weggenommen, fotografiert, wieder zugemacht. Dann ist jetzt alles im Dunkeln und dann wird wieder weitergearbeitet mit der normalen Scheibe. So, das ist die Kamera und zu diesen Geräten gibt es natürlich Belichtungsmesser, Blitzgeräte und so weiter, aber vorher ist was ganz anderes interessant. Die Entwicklung der Firma von Contessa Nädel und dann Contessa Werke war natürlich über 19 Jahre im Gange. Inzwischen, zu dieser Zeit, um die 20er Jahre, gibt es von dieser Kamera 25 verschiedene Kameratypen in 124 Variationen. Also da kann man sich vorstellen, dass die Bestimmung von so einer Kamera nicht, weiß Gott, wie leicht ist. Auf jeden Fall eines ist klar, hier ist eine Optik 3,5 mal 130 mm und einen schnellen Verschluss 1/250 und das Format ist 6 mal 5 mal 13. Die Glasplatten sind in diese wunderschönen Packungen untergebracht und hier ist eine Plattenpackung, ist noch unberührt, das ist noch original verpackt und hier ist das Ablaufdatum 1920. Und für die Leute, die auch eine Belichtungshilfe brauchen, gibt es einmal diese Belichtungsmesser. Hier ist ein Papierbelichtungsmesser. Es ist die Scheibe, die man wieder durchdrehen kann, man mal alles Mögliche kombinieren und dann gibt es einmal die Detailinformationen, ob es jetzt an Nordeuropa ist, Südeuropa, ob das jetzt einmal ein Strand ist oder Schneelandschaft und so weiter. Alles kann man hier kombinieren, bis man hofft, dass die richtige Belichtung hat. Das war über diese Firma, über diese Kamera, aber noch ein kleiner Detail. Der Herr August Nagel, der diese Sachen entwickelt hat, als junger Mensch hat auch eine Vorliebe, ein Hobby, immer mit den Heißluftballonen fahren. Und das hat immer zunutze gemacht. Der ist gefahren und hat für seine Prospekte, für seine Werbeaktivitäten immer die eigenen Fotos verwendet. Und auch bei seinen Heißluftballonenfahrten hat die eigene Fotos gemacht, die er wieder verwenden wollte. Nur bald ist draufgekommen, dass die Kameras nicht die Ergebnisse gebracht haben, die er gern hätte für seine Werbezwecke. Dann hat sie hingesetzt und hat eine neue Kamera entwickelt und diese Kamera hat er genannt Atlanta.
Diese Atlanta war ein Hit für die damalige Zeiten. Die Wissenschaft, das Militär, die Luftfahrt haben auf diese Kamera gewartet. Die Kamera ist tausende Mal abgesetzt. Der Herr Nagel hat ein hohes Ansehen erreicht für Kunst, Gesellschaft, Wirtschaft und so weiter. Und das war so weit, dass Freiburger Universität ihm die Doktorwürde verliehen hat. Und dieser Titel war er sehr, sehr stolz, wie viele Schriften oder Biografien von ihm zeigen. Wie ein kleiner Arbeiter in einer Maschinenfabrik, der dann aus eigener Kraft eine Handelsschule macht, das war für ihn ein riesengroßer Erfolg, der mit der Würde eines Doktors beendet hat. Das war für heute. Danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Video.